So, Mahlzeit. So, wir sind jetzt beim nächsten Thema. Und zwar willkommen bei Piranha Becken TV. Monster und Kreaturen. Ist doch eigentlich ein ganz einfaches Thema, oder? Nur Menschen klatschen, macht keinen Spaß. Dann müssen es auch irgendwie so ein bisschen was anderes geben, ne? Monster. Und das ist ein Riesenthema bei uns. Und deswegen haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Ja? Welches ist denn das schlimmste Monster, was du dir vorstellen kannst? Und die Leute haben Folgendes gesagt. Servus. Drache. Ein untotes Einhorn. Ein mutierter Zombie mit einem überdimensionalen Körper. Ich würde ja sagen, so vor Spinnen habe ich nicht so die große Angst, aber wenn so ein Riesenvieh auf mich zukommen würde, ich glaube, dann wäre erstmal so irre. Irgendwas mit Tentakeln. Ich finde Clowns extrem gruselig. Ein kindlicher Geist in einem Mädchenkostüm und geschminkt wie eine Puppe. Eine alte Frau, total runter und wenn so auf einmal da stehen würde. Ein Wolf. Ein kleines Mädchen im nachts im Wald. Ein Zombie-Clown. Oh Gott! Oder eine kleine Puppe. Oh ja, auch gut. Oh, auf jeden Fall. Ich glaube, eine Armee, eine Armada aus Porks. Ja, das ist ja eine bunte Mischung. Ne? Ja. Fände ich übrigens auch spannend, wenn ihr darunter schreibt, was das schlimmste Monster wäre, was euch begegnen könnte. Das ist eine Vielleicht gute Idee. fällt euch ja noch was ein, was uns nicht eingefallen ist. Finde ich ganz wichtig. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Okay, wie ist das bei den Monstern? Es gibt so verschiedene Parameter, ja, die ein Monster, was in eins unserer Spiele wandert, am Ende des Tages erfüllen muss. Ja, dann fangen wir an. Ich habe hier so ein paar aufgeschrieben. Mein Gehirn, das schmilzt so von oben irgendwie wegen der Hitze. Das Erste, was mir einfällt, ist in unseren Spielen, dass wir den Anspruch haben, ja immer sehr viele unterschiedliche Locations und Situationen abzubilden. Krasse Gegensätze halt. Ne? Gegensätze, genau, dass wir Monster brauchen, die in unterschiedlichen Ländern irgendwie leben können oder dort entstanden sein können, je nachdem, was die für eine Geschichte haben. Und damit man irgendwie so einen Bereich, so ein Land bevölkern kann mit den Dingern. Ja? Wir hatten jetzt in Elex erstmal dieses typische mitteleuropäische Wald-Thema, dann hatten wir eine Wüste, dann hatten wir eine Eislandschaft, eine vulkanartige Landschaft und ein bisschen mehr in Richtung Hochebene. Und in all diesen Ländern soll es auch unterschiedliche Monster geben, die einem begegnen können, die natürlich zur entsprechenden Pflanzenwelt passen, sage ich jetzt mal so. Ja, Flora und Fauna sagt man, ne? Genau. So, ne? Dass die auch abhängig von der Klimazone, Umgebung und Level da reinpassen. Mhm. Also da gibt es auch noch natürliche Tiere oder eben Fantasy-Monster. Mhm. Ne? Gibt es noch so Gruppierungen. Das heißt also, dass in so einer Gegend erstmal, wie stellen wir uns so eine Welt vor, welche Tiere würden da einfach von alleine leben? Mhm. Wenn nicht, ja, der große Clash mit dem Meteor bei Elex jetzt passiert wäre, ja, der natürlich das ganze Gefüge durcheinander gebracht hat. So, ja. Und halt durch Mutationen über die Jahre hinweg halt irgendwelche komischen, kronkeligen Viecher, ne, wir nennen die jetzt mal Fantasy-Monster oder so, ja, erzeugt haben. Das heißt also, wie würde die Welt denn überhaupt aussehen? Ja, muss man sich überlegen, so in der einen oder der anderen Region. Weil Tiere an sich sind auf jeden Fall schon mal interessant. Nicht nur Monster. Hier gibt es zum Beispiel diese kleinen Ratten irgendwie, die ganz normale Ratten sind, die einfach nur die Gegend irgendwie ein bisschen lebendig machen. Und dann gibt es zum Beispiel diese Mutantenratten, die schon so ein bisschen mutiert sind, die aber trotzdem natürlich da leben und die dich auch auf Sicht angreifen irgendwie. Und das ist so ein klassisches Beispiel für, okay, diese Ratten, die sind irgendwann im Laufe der Jahre echt fies geworden. Und sind dort entstanden und die können dir in der Wildnis begegnen. Genau. Ich glaube, das ist auch das erste Monster, das du bekämpfen kannst in Elex. Und dann gibt es so Monster, die man sich darüber hinaus ausdenken kann, nämlich die nicht irgendwie natürlich in der Flora und Fauna irgendwie zustande gekommen sind,
sondern die eine explizite Geschichte in der Story haben, wie zum Beispiel Mutanten, die durch Alpexperimente entstanden sind. Ne? Das sind dann auch Monster, die überall mal vorkommen können oder vielleicht erst recht überall vorkommen können, weil sie eben nicht auf eine bestimmte Zone beschränkt sind und die haben eine andere Vorgeschichte. Zum Beispiel haben die solche metallenen Gegenstände, Gegenstände ist ein blödes Wort, na egal, die irgendwie den Körper durchziehen, irgendwie haben eine ganz weiße Haut und man erkennt die auch wieder, obwohl es auch davon sehr unterschiedliche Arten gibt. Naja, und das Ganze dann irgendwie gepaart, ne, nach Stärke und Größe, ne, je nachdem, also irgendwie gefühlt ist fast alles etwas größer als der Mensch selber, ne, damit es auch irgendwie als Bedrohung wahrgenommen wird. Ja, in einem Third-Person-Spiel hast du die Figur hier, das Monster da, das muss schon eine gewisse Größe haben, damit es überhaupt als bedrohlich wahrgenommen wird. Deswegen sind unsere Ratten auch meistens immer größer als ne? Und dann muss man die einteilen in leichte, mittlere, schwere, am besten irgendwie komplett durch, die ganze Riege halt bis zum übergroßen Monster, wie zum Beispiel so ein Troll oder sowas, ja. Das ist noch ein Parameter. Die Dinger, die müssen unterschiedliche FAIs haben. Das heißt also, dass es auch so Typen Rammer gibt, irgendwie die Anlauf nehmen und dich umhauen wollen oder die halt Fernkampf benutzen oder Nahkampf benutzen, die dich beißen, die irgendwie um dich herum wuseln, die als mehrere immer im Konglomerat irgendwie versuchen, dich von hinten anzugreifen und solche Dinge. Das sind so Parameter, die wichtig sind. Ja, und ja, entsprechend richtet sich so ein Design natürlich auch immer daran, was man mit dem Vieh vorhat. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Vogelwesen designt, dann muss man sich darüber im Klaren sein im Vorhinein, bevor das Ding irgendwie gemalt und als Mesh ausgearbeitet wird, was das Ding eigentlich können soll. Soll das Ding fliegen können oder nicht? Wenn es nicht fliegen können soll, dann sollte es nicht solche Flügel haben, weil das ist irgendwie unlogisch. Also hat es irgendwie so Stutzen und läuft durch die Gegend wie so eine Art Vogelstrauß. Und wie kämpft das Ding denn? Hackt mich das jetzt die ganze Zeit mit dem Schnabel oder versucht es mit dem Stumpf mich zu hauen? Das sieht vielleicht dämlich aus, will man nicht. Also benutzt es vielleicht seine Füße. Wenn es seine Füße benutzt und es kann treten, dann sollen die aber auch entsprechend stark aussehen. Es kriegt dann kräftigere Beine, damit er nicht mit so Storchstippen durch die Gegend läuft und dann kann ich den nicht mehr ernst nehmen. Und solche Designideen, die fließen dann mit in das Monster-Design rein. wenn nichts mehr hilft, ne, dann machen wir das wie bei dem Kotzfrosch, ja, in Elex, ja, dann spuckt er einfach gelbe Brühe dir entgegen. So. Ja, manchmal kann er ja auch schon treten und das ist eigentlich ganz cool. Und dann denkt man, aber wenn der jetzt auch noch kotzen könnte, ne? Ja, der Kritter, ne, davon ist die Rede. Kritter haben wir die genannt, die Viecher. Ja, die nennen wir hier liebevoll Kotzfrösche. Kotzfrösche, genau. Ja, weil die waren einfach irgendwie immer in der Nähe von Wasser, Ja. was ja auch zu den Dingern passt. Ja. Und ja, das war aber erst richtig cool, als es auch einen Fernkampfangriff hatte, weil man die Dinger dann einfach mehr ernst nehmen kann und nicht, wenn ein Spielbau und es hat überall nur Nahkampfangriffe. Das ist so ähnlich wie die Molerat, ne? Die kommt nur angehoppelt und beißt dich. Mehr konnte die nicht. Genau. So, ne? Mehr oder weniger. Ein Spiel wie Elex kann ich dann aber auch immer schön fein mit meinem Jetpack abhauen, ne? Ja. Und dann ist das nicht ganz so interessant. Also haben wir uns einige Monster ausgedacht, die so eher in Richtung Fantasy-Monster gehen. Weder natürliche Tiere, die halt noch ein bisschen Elex abgekriegt haben, ein bisschen mehr als andere, dass die halt sowas können wie grüne Brühe spucken oder so. Ja, da muss man auch noch ein bisschen aufpassen. Es gibt da auch so ein paar Sachen, worauf man achten muss. Zum Beispiel stehe ich persönlich überhaupt nicht auf Tentakeln oder auf lange Schwänze bei so einem Drachen oder sowas, ja, weil es in der Umsetzung halt sehr schwierig ist. Da animierst du dir einen Ast, ne, nur um diesen Schwanz irgendwie vernünftig natürlich darzustellen, während man andere Monster natürlich sehr viel schneller und effektiver umsetzen kann und der Impact fast der gleiche ist. Ne? Also Drachen sind geil, keine Frage, so, und das ist auch cool, so ein Vieh irgendwie im Spiel zu haben, aber es ist halt aufgrund der Tatsache, dass es einen langen Schwanz hat, schwer umzusetzen. Muss man sich vornehmen, muss man halt darauf achten, dass diese Dinge halt mit genug Vorlaufzeit und Arbeitspensum bedacht werden, sonst kriegt man da Probleme. Ja, dann sitzt du an dem Schwanz nachher genauso lange wie an dem Monster selber. Oder an zwei. Und genau, oder drei. dann hättest du in der Haben wir auch schon Zwischenzeit gehabt. irgendwie noch mehr Monster machen können, was vielleicht cooler gewesen wäre. So eine Minimax-Aufgabe. Coole Monster wollen wir haben, keine Frage, ne? Aber man muss halt drauf aufpassen. Ja. Dann gibt es noch das Vierbeiner-Problem. Das Vierbeiner-Problem geht so, da haben wir den Kotzfrosch, der hat 4 Beine. Wie greift er dich denn an? Der macht Haps. Und dann macht er Haps. Und dann macht der Strafe, ne? Hoppel, 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 Haps. Das ist ja irgendwie unspektakulär.
Zweibeiner haben es da leichter. Die können links ausholen, die können rechts ausholen, ja, die können irgendwie, hochspringen, das sieht dann plausibel aus. Ich meine, so ein Kotzfrosch, der hochspringt, sieht irgendwie doof aus. Ja? Das heißt, die Vierbeiner sind sehr viel schwieriger darzustellen von der Animation her und von den Angriffen her. Das heißt, die haben nicht so viele Möglichkeiten. Weswegen so ein Kotzfrosch jetzt auch tatsächlich so einen Fernangriff bekommen hat, dann ist der interessanter, weil der halt noch eine zusätzliche Möglichkeit hat, FAI-technisch, also FAI bedeutet Kampf-AI, ja, Fight-AI, irgendwie auf dich zu reagieren und entsprechend zu versuchen, dich platt zu hauen so, oder zu kotzen oder so. Ja. Ja. Bedeutet natürlich auch, dass Zweibeiner häufig, wenn sie denn die richtige Größe und eine vernünftige Statur haben, auch Animationen von den Humans, also von den Menschen im Spiel übernehmen können. Wenn man jetzt irgendwo hinkommt und man hat ein Duell mit einem NPC, ist das meistens eigentlich der interessanteste Kampf, weil der alles kann. Der kann Waffen benutzen, der kann alle Bewegungen machen, die im Grunde genommen auch der Held kann. Der kann entsprechend auch so ausweichen, der kann vielleicht sogar ein Jetpack benutzen, der kann sich auf verschiedenste Arten und Weisen im Level fortbewegen. Und das ist natürlich, macht so einen Kampf natürlich spannender. Dann kommt vielleicht noch ein zweiter dazu, dann wird es richtig spannend. Wenn man so eine reichhaltige Varianz an Animationen schon hat, dann ist es natürlich irgendwie ganz nett, wenn man die vielleicht auf irgendeinen zweibeinigen Mutanten auch anwenden kann, der dann ähnliche Bewegungen machen kann wie so ein Mensch, damit Kämpfe interessanter werden. Wenn man jetzt ein komplett neues Vieh sich ausdenkt, dann braucht man dafür auch komplett neue Animationen, dass das Ding Tagesabläufe hat, dass es laufen kann, weil unsere Viecher, die machen ja auch tagsüber etwas, wenn sie nicht gerade kämpfen, ja, gehen von A nach B oder schlafen mal, kämpfen vielleicht untereinander, wenn die plötzlich sich treffen im Level, und das alles muss das Animationsset abbilden, und darauf kommt dann noch der Kampf, dass der auch interessant bleibt für den Spieler und nicht zu simpel wirkt oder im schlimmsten Fall, dass das Vieh total doof wirkt und du hast es sofort platt. Und so etwas muss man bedenken bei der Reichhaltigkeit, wie viele unterschiedliche Viecher baue ich denn jetzt? Und wer kann sich dann vielleicht einzelne Angriffe oder Angriffsideen, Animationen teilen, um unterschiedliche Varianten mit hereinzubringen, irgendwie andere Abfolgen vom Kampf, sodass ich den vielleicht lernen kann zu lesen, um einen interessanten Kampf zu machen. Gut, du hattest mal kurz das Hauptthema Monster angesprochen. Es gibt immer so eine Monsterriege, so eine Antagonistenriege, die sich quer durch alle Arten, Größen und Klimazonen und Gedönse durchzieht. Und nur mal um ein Beispiel zu geben, bei Risen 2 waren es beispielsweise diese Wasserviecher, die Mara geschickt hat, um dich platt zu hauen. Ja, da hattest du halt diese kleinen, die mittelgroßen und halt immer so eine Monsterriege, die die Bedrohung der Welt darstellen. Die Antagonisten-Monsterriege halt. Ja, bei Risen 3 war es das Gekröse aus dem Schattenreich, also alles das, was Necrolothia entgegengeballert hat irgendwie, von irgendwelchen Höllenhunden über irgendwelche kronkeligen Schattenlords, alles dabei. Das heißt, dass die thematisch auch zusammen halt passen, und immer wenn so ein Monster irgendwo auftaucht, weißt du, oh, Moment, ja, hier ist ein Stückchen Hauptstory am Start. Das heißt also, hier geht es irgendwie darum, die Welt muss gerettet werden oder die Welt wird bedroht oder irgendwas in der Art. Das heißt, die Hauptstory ist da. So, da brauchst du halt so eine Monsterriege, die auch irgendwie vom Design her zusammenpassen, denn du hast die Elex-Monster, die Elex-verseuchten Mutanten der Alps erwähnt, ja, die so komische, wie du gesagt hast, diese technischen Geräte an sich dran haben. Das heißt, die Alps, die haben die dazu veranlasst, die sind weiß geworden, ja, so früher mal Menschen waren sie, ja, haben zu viel von dem Zeug konsumiert, ja, und sind dann zu so Viechern mutiert. Ja, das ist dann auch noch eine Geschichte, die dahinter stecken muss, hinter der Monsterriege. Ganz großes Thema. Muss so ein Spiel haben irgendwie, dass du immer weißt, irgendwie, okay, die bösen Horden kommen, hier wird es jetzt auf einmal dubios, hier muss ich mich in Acht nehmen. Ja, und dann kommen wir zu einem ziemlich, wie soll man sagen, unwichtigeren Thema, sollte man meinen, die Ambient-Tiere. Die kann man doch weglassen, oder? Ich wünsche mir persönlich sogar noch mehr. Geht auf gar keinen Fall. Und hätte sogar noch ein paar Ideen an Ambient-Tieren, weil es ist ja schon schön, wenn die Welt auch von Tieren bevölkert ist, die eben nicht nur kämpfen,
sondern einfach auch zur Atmosphäre beitragen. Und das ist im Grunde genommen der Hauptsinn von Ambient-Tieren, die da rumlaufen irgendwie, die vielleicht sogar stellenweise ein Stück Idylle erzeugen in einer doch kaputten Welt. Natürlichkeit, Und, selbstverständlich. Ne? Wenn du in so einen Keller runtergehst, ne? Da haben wir artgerecht ein paar Ratten ausgesetzt im Keller. Ne? Das ist schon, ja, erstmal erschreckt man sich, um Gottes Willen, das hat 5 Jahre, so eine Ratte so, ja. Also ne? Je mehr Ambienttiere man hat, umso lebendiger wirkt die Welt, auch wenn die nichts können. Wir werden die auf gar keinen Fall weglassen beim nächsten Mal. Nee, auf dass keinen man da Fall. bloß nicht in den falschen Hals bekommt. Nee, also ich finde die auch echt schön. Und es gibt ja auch verschiedene Abstufungen, die man machen kann. Man kann tatsächlich auch hier richtiges Mesh mit Textur bauen, irgendwie, dass das Ding da rumläuft und das kriegt dann auch was weiß ich, einen Rahmen, in dem es sich fortbewegen kann und so weiter. Und man kann natürlich auch so. Du redest von sowas wie Tagesablauf. Genau, ne? Von den Viechern. ich sag mal so Ratten, Enten, Hühner oder Ja, was ja. weiß ich. Und dann gibt es natürlich auch solche, die noch weniger können, wie zum Beispiel so Fische, die einfach am Teich da sind, die gar nicht mehr richtig da sind eigentlich, Tötbar sondern sind, also man kann die nicht platt hauen. Ne? genau, weil sie So wie eigentlich jeder versucht irgendwie auf die Vögel zu schießen. ja, die Raben und die dann irgendwie Möwen wegfliegen und so. Ja, da haben wir auch schon sehr lange drüber nachgedacht, ob wir das möglich machen oder nicht. Ist halt so eine Zeitfrage. Aber sie werden bemerkt. Ja. Und sie würden auch Spaß machen, ne, wenn man sie abknallen kann. So ist das nun mal. Also müssen wir mal gucken. Ja. ob wir da Wenn die Zeit noch reicht, dann kann man vielleicht sogar noch das eine oder andere größere Tier bauen. Aber das ist tatsächlich dann immer eine Zeitfrage, das ist eine ne? Zeitfrage, ja. Weil, Also wie viel Ambient-Tier möchtest du machen, ja, im Vergleich zu, auch hier brauchen wir noch unbedingt ein Monster, was dich bedroht und eine vernünftige FAI hat und so weiter. Ne? deswegen sind die in der Priorität jetzt nicht ganz oben, aber weglassen darf man sie auf gar keinen Fall. Gut, kommen wir zum nächsten. Community-Fragen. Ich glaube, du hast eine noch Ja, ne, ich für diese Sendung. Genau, also die Frage war, ja, von Projekt zu Projekt und so weiter, wie bildet ihr euch dann eigentlich fort? Unterschiedlich. Genau. Also, wir werden mal eine Sendung machen über einen Projektstart, wann ein Projekt startet und wie so ein Ablauf aussieht, wann das eine endet und wann das andere anfängt. Es ist ein fließender Übergang. Und da gibt es auch sehr viele Leute, die gerade im Content-Bereich arbeiten, ja, so im Level-Bereich oder halt im Figurenbereich und so weiter, die dann ein bisschen mehr Zeit haben, weil sie jetzt gerade konkret nicht eine Figur bauen oder ein Level bauen müssen. Ja. Die bilden sich dann weiter. Das heißt, die machen irgendwelche Online-Kurse, die besuchen irgendwelche Seminare und so weiter. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Wir fressen sehr viele Bücher, ja, wir gucken uns sehr viele Arbeiten an, die andere machen. Ja, wir gerade auch im Programmierbereich werden sehr viele Paper gewälzt, ne, wie die aktuellen Techniken funktionieren und so weiter. Das machen wir sehr, sehr exzessiv. Vor allem, naja, es ist ein fließender Übergang, man arbeitet und dann bildet man sich weiter. Dann arbeitet man wieder. Ne? Ich selber habe gerade auch die andere Seite gesehen. Und zwar bei den German Dev Days habe ich einen Vortrag gehalten über Open World Rollenspiel. Das heißt also, wir sorgen auch dafür, dass andere ihr Wissen anreichern und sich verbessern und so. Und da Ich gibt's habe auch ja sehr schon viele. einige hier, die in der Games Academy auch gelehrt haben. Ja, und Amadeus so, zum ne? Beispiel, genau. Richtig. Gelehrt und gelernt, Beides. tatsächlich, beides. Denn ja, also das gilt im Grunde genommen für alle Bereiche, auch wir im Story-Bereich gucken uns dann mal Bücher an zum Interactive Storytelling oder zu, wie man moderne Charaktere designt und solche Sachen, weil die Zeit bleibt ja nicht stehen, die Möglichkeiten werden anders und dann muss man sich das natürlich angucken, sich damit auseinandersetzen, wie man immer ja, den nächsten Step erreichen kann, im Grunde genommen in so einem Projekt. Ne? Gut, eine wollten wir. Die restlichen, die gucken wir uns dann bei der nächsten Sendung an. Genau. Community-Fragen, weil da gibt es ja unendlich viele Sachen, die ihr uns immer zuschickt. Kommen wir zu unserer Trophy-Box. Ich erkläre nochmal, was das Ding ist. Also, ne? Gibt ja immer sehr viel zu looten und zu finden und zu machen und zu tun, ja, was wir euch immer geben. Wenn wir zum Beispiel in der Messe stehen, irgendwie wollt ihr T-Shirts, ja. Entschuldigung, Geht's? dieser blöde Husten. Yay! Dabei ist halt eigentlich super warm hier, ne? Ja, das ist ja das Schlimme daran, Ja. weißt du? Das kommt alles raus. Warte noch ein paar Minuten, okay? Gut, die Trophy-Box. Das sind Dinge, die wir von euch bekommen, ja, die wir toll finden und die wir denken, dass sie wert sind, hier eine Erwähnung wert sind, so, ja. Ja, wolltest du dir mal was aussuchen hier? Ach, Ja? Guck mal, du hattest mal hier, guck mal hier, das hier zum Beispiel, das wäre doch interessant, oder? ja, das ist ganz cool.
Das hier, ich habe mal so frech gesagt, das ist unsere schönste Tasse. Diese Tasse, das ist eine schwarze Piranha-Weiß-Tasse. Ist noch niemandem aufgefallen, dass wir gerne schwarz mögen. Und diese Tasse, die hat einer für uns gemacht, nämlich der Sebastian Hoff. Der hat eine kleine Firma am Start, der macht auch so Sachen wie, also allgemein Merchandise und T-Shirts und Gedöns. Hoff Media heißt das Ganze. Und ja, der hat uns auf die RPC diese Tasse als Geschenk mitgebracht. Und das fand ich sehr schön, weil wir tatsächlich selber nur weiße Tassen haben und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Etwas Ähnliches haben wir auch, ist schon etwas länger her oder so, von Black Forest Games bekommen. Ja? Vielen Dank dafür, an der Stelle auch. Diese Tassen, ich glaube, der Adrian Gorsch, der kam mal mit so einem riesen Palette mit diesen Tassen oder so. Ach, ich wollte einfach mal so ein Gastgeschenk euch mal mitbringen. Und seitdem kursieren diese Tassen hier. Ja, so mit dieser Tasse natürlich, ne? Die schönsten, die wir haben. Wir haben auch selber welche gemacht, ne? Wo die Namen draufstehen, unsere Namen draufstehen. Aber der Sinn und Zweck war irgendwie, wenn irgendwo eine verwaiste Tasse vor sich hin gammelt, ja, dann soll dann derjenige, dessen Name da drauf steht, sich dann auch instant darum kümmern. Also soll auch jeder seine eigenen Tassen benutzen. Das funktioniert hier aber nicht. Das funktioniert überhaupt nicht. Also es hatte jeder irgendwie so seine eigenen Tassen bekommen, wo der Name drauf steht, damit jeder sich auch um seine eigenen Tassen kümmert. Und die Realität ist, du stellst das Ding in die Spülmaschine und dann verschwindet es spurlos. Und irgendwer benutzt irgendwie von irgendwem die Tasse. Ja? Entsprechend sind die super, weil das sind irgendwie unsere Tassen irgendwie, die jeder benutzt. Naja, da sind wir wieder im alten System. Keiner ist dafür zuständig, aber jeder hat eine Tasse. Ja, ist sehr praktisch. Außer für den, der gerade mit dem Aufräumen dran ist. Was auch sehr häufig ist, ne? Einmal im Monat, nein, einmal die Woche. Weil eigentlich irgendwie fortwährend. Alle 3 Es gibt Tage einen Start, wechselt der alle 3 Protagonist, Tage, ne? ja. Ja, genau, richtig. Genau. Okay, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht Es gibt einen Plan dran in der bin. Küche. Ah, okay, gut. Nein, ich habe mir das natürlich im Terminplan notiert, ne, wann ich dran bin. Und Ich nicht. die Spülmaschine, was? Okay, das gucken wir aber gleich mal nach. Gut. Ja, ich würde sagen, wir sind durch. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Viel Spaß noch. Tschüss. Ciao. Ich klebe. Noch dünnere Klamotten habe ich nicht. Ja, wir kleben. Warum kleben wir? Weil es hier super warm ist. Ja. Ne? Weil wir hier unterm Dach hier unsere Bude haben. Ja. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, das Studio unterm Dach zu machen? Ich glaube, der Grünhaarige war das. Warum haben wir nicht den Kellerraum genommen? Okay.